Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit zwei der häufigsten Fragen bzw. Unklarheiten vom neuen Update, die mir bisher bekannt sind. Und ich sage später auch noch was über allgemeinen Content zum neuen Update, was echt gar nicht so einfach ist. Aber dazu komme ich gleich noch. Jedenfalls, worum geht es heute? Heute geht es um, was bedeutet diese erhöhte Anku-Drop-Rate eigentlich genau? Und was sind diese speziellen Anku-Effekte? Also das sind so mit zwei der häufigsten Fragen bisher, die man relativ sicher eigentlich schon beantworten kann. Also die neuen Behemoth-Waffen, Anku-Waffen, whatever aus dem neuen Dungeon, die neuen besten DPS-Waffen für die meisten Klassen und wahrscheinlich neuesten, teuersten Waffen, haben zwei neue Effekte, steht auch in den Patch-Notes, aber ich weiß, die liest sich keiner durch. Die haben entweder Murans Wrath, Increased Damage against Enemies on Full HP, oder Anku's Harvest, Increased Damage against Enemies below 25 HP. Die Stats gibt es auch im PvP, oder im PvP wirken die auch, aber anders. Genau. Und das dazu, also diese neuen Stats, keine Ahnung, also ich finde sie jetzt nicht besonders interessant, muss ich sagen, da sie ja nur in gewissen spezifischen HP-Bereichen ihre Wirkung haben. Und ja, keine Ahnung, also ich würde sagen, die sind ziemlich irrelevant, ehrlich gesagt. Zumindest für PvE-Spieler jetzt keine so gewaltige Rolle. Und die andere Frage ist das mit der erhöhten Drop-Rate. Nämlich, dass also die Anku-Weapons droppst du beim God of Death Anku, wer hätte das gedacht? Und die harder versions of the boss provide increased drop rates for these items. Und keiner scheint zu wissen, was das tatsächlich bedeutet. Es wurde jetzt gefühlt schon alles gesagt, von 30% mehr Droprate zu dreifache Droprate zu 10-fache Droprate und jede Menge, ja, irgendwelche Werte werden da in den Raum geworfen. Und ich habe nachgeforscht, scheint keine konkrete Antwort dazu geben. Ich bin persönlich der Meinung, dass das Ingame angezeigt werden sollte. Also ich meine, wenn ich einen Dungeon betrete, der in 3 verschiedenen Variationen erscheint, dass man schon das so machen kann, dass da irgendwo dann steht Demonic Anku und dann Weapon Drop Rate mal 3 oder sowas zum Beispiel, dass das angezeigt wird halt. Also ich finde schon, dass wir das als Spieler irgendwo verdient haben und dass, wenn das nicht angezeigt wird, das halt, naja, irgendwie ätzend ist, weil woher soll man das wissen? Ja, wird es aber aktuell nicht und ich hoffe, dass das noch irgendwie hinzugefügt wird, weil selbst wenn es jetzt über die API oder so herausgefunden werden könnte, naja, die meisten Spieler wissen nicht, wie man eine API ausliest. Viele Spieler benutzen jetzt auch nicht zwingend alle Wikis oder Fanseiten oder was auch immer, um zusätzliche Infos ranzukriegen. Viele Leute spielen einfach nur dieses Videospiel, wer hätte das gedacht? Und da findet man sowas halt niemals raus. Und das ist halt sehr schade. Denn in Flypedia, wenn wir uns das angucken, haben wir hier den God of Death Anku. Das ist der schwächste quasi, die Base-Version. Der hat eine 0,01 bis 0,1 Drop Range. Ja, also die genaue Drop-Rate kennen wir ja eh nicht, aber die Drop Range. Da gab es jetzt auch schon die Aussage, dass die Leute denken, Demonic Anku ist halt am oberen Ende der Drop Range und der normale Anku am unteren Ende. Dass es so irgendwie funktioniert, könnte man meinen, keine Ahnung. Dann haben wir... Achso, das ist Demonic. Dann haben wir den Blazing Anku, das ist der mittlere Anku, also stärker als der normale, schwächer oder auch schlechtere Droprate entsprechend als der Demonic. Und dann haben wir Demonic und die haben aber alle drei 0,01 bis 0,1, also absolut identisch. So, und was habe ich jetzt für eine neue Info für euch? Eigentlich leider nicht viel. Wir haben 2 Aussagen von Frosty A aus dem Discord im API-Chat, die mir Swade geschickt hat, dankbarerweise. Und hier wird zum Beispiel einerseits gesagt, Demonic Anku dropped Weapon, also Infostand 28.11., also seit einer Woche. Laut Patch Notes hat sich daran ja anscheinend nichts geändert, also wird das wohl doch der aktuelle Stand sein. Demonic Anku drops weapons at around 3 times more than the normal Anku. Ja. Ist natürlich immer noch relativ schwammig, weil wir wissen ja gar nicht, wie gut droppt denn der normale Anku, weil wir kennen ja die Dropraten nicht. Also wir wissen, okay, 0,01 bis 0,1, aber wir wissen nicht genau, was dann trotzdem dreifach davon bedeutet. Es ist immer noch recht schwammig leider.
Außerdem weiß man jetzt hier auch nicht, wie der Blazing droppt. Also meine persönliche, sag ich mal, im Umkehrschluss bedeutet das ja, Demonic hat 300%, Anku hat 100%. Meine Schlussfolgerung wäre, Blazing hat dann 200%, I guess. Keine Ahnung, aber so wäre jetzt meine Herleitung logischerweise. Also das fände ich logisch, weiß ich aber nicht, das steht ja hier nicht. Und dann gibt es noch eine andere Aussage von ihm von einer Woche vorher, vom 21.11. Und hier wurde zum Beispiel gesagt, for your interest, the Anku drop rate is already way higher than Wilds. Depending on the Anku you can spawn, it's even higher. Demonic Anku is almost 10 times higher than Wilds. So, jetzt muss man aber auch wieder aufpassen. 10 times higher than Wilds. Also das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Dungeon, der jetzt im Vergleich rangezogen wird. Und ja, auch das ist jetzt wieder relativ schwammig. Und es ist wieder der Demonic Anku, der hier als Beispiel genommen wird. Hier hätte ich mir tatsächlich gewünscht, wenn er hier Anku gesagt hätte, 10-mal von Wilds. Und der Demonic Anku hätte dann das Dreifache davon. Irgendwie so, damit hätte man irgendwie was anfangen können. Hier wird immer der Demonic Anku als Vergleich herangezogen. Klar, man will es immer zu Demonic Anku schaffen, wenn es heißt, der hat die beste Droprate. Dann, logischerweise, wirst du sowieso immer zu ihm. Dann juckt dich eigentlich nicht wirklich, was der Base Anku droppt oder was der Blazing Anku droppt. Das ist, ich meine, das ist schon klar. Aber interessant wäre es halt trotzdem. Und diese Aussagen hier, ja, das ist natürlich immer noch recht, wie gesagt, es ist schwammig. Wir wissen eigentlich nicht wirklich irgendwas. Aber was wir wissen ist, dass Demonic wohl 3-mal so gut droppt, circa 3-mal so gut droppt, wie der normale. Das heißt, 3-mal den normalen zu machen, ist das gleiche wie einmal den Demonic. Also zu Demonic zu kommen, ist wirklich wichtig. Und Blazing im, wie gesagt, Umkehrschluss oder im Rückschluss darauf vermutlich dann 2-mal so hoch. Und grundsätzlich Demonic Anku 10-mal so viel wie Wilds. Leider ist aber auch das nicht wirklich sehr hilfreich, weil hier haben wir jetzt den Infernal Wilds. Also er hatte nur gesagt Wilds, nicht welches Wilds. Da wir hier über die Infernal Schwierigkeit sprechen, Anku gibt es ja nur auf Infernal, müsste man theoretisch davon ausgehen, dass hier die Infernal-Schwierigkeit gemeint ist, sonst würde der Vergleich eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben. Wenn wir jetzt auch noch anfangen, Cursed mit Infernal zu vergleichen, das wird dann irgendwann super kompliziert. Aber auch hier ist es schwierig, das ist jetzt der Infernal, das sieht man an der AP-Rate, 675 Millionen, 0,01 bis 0,1. Und das hier ist der Beast King Khan of Cursed, 500 Millionen HP, was für eine Überraschung, 0,01 bis 0,1. Das heißt, im Endeffekt haben alle Waffen laut Drop Range die gleiche Wahrscheinlichkeit und wir haben im Endeffekt nur die, wie gesagt, relativ schwammige Aussage, je höher der Boss, beziehungsweise je stärker die Version von dem Boss, desto besser die Droprate, aber wie viel genau, eben nur Demonic 3-mal besser als der normale und Demonic grundsätzlich 10-mal höher als Wilds, nicht welches Wilds, einfach nur Wilds. Ja, keine Ahnung. Das sind alle Infos, die wir dazu haben. Ich hoffe, das räumt ein paar von den Gerüchten auf jeden Fall beiseite. Also zumindest für Anku kennen wir den Vergleich zwischen Demonic und Normal und theoretisch kennen wir den Vergleich zwischen Demonic, Anku und Wilds. Aber ohne genaue Dropraten finde ich persönlich das immer schwierig und ich verstehe heute, also ehrlich gesagt, ich verstehe auch nach über 3 Jahren Flive Universe immer noch nicht, warum die Dropraten ein Geheimnis sind. Also wenn man schon so API und so alles macht und man grundsätzlich den Spielern sehr viele oder fast alle Informationen vom Spiel mehr oder weniger bereitstellt, aber dann trotzdem aus so vielen Sachen ein Geheimnis macht, das begreife ich ehrlich gesagt nicht. Und ich meine, hier wurde es ja zum Beispiel in Discord geschrieben, also hier, das Demonic Anku 3-mal besser droppt als Normal Anku. Und genau diese Information würde ich mir wünschen, dass die im Spiel ist. Weil ich meine, da kommt ja auch dieses Fenster, wenn du die Monster geklärt hast und also du hast die Challenge freigeschaltet im Anku Dungeon, besiege jetzt den Final Boss quasi. Oder auch Glückwunsch, du hast es quasi geschafft in der und der Zeit. Das heißt, jetzt ist Demonic Anku gespawnt, jetzt ist Blazing Anku gespawnt. Warum steht dann auch nicht dabei, du hast freigeschaltet, somit 3-fache Droprate auf Waffen? Oder ich weiß nicht, vielleicht zählt es ja auch auf alles, aber hier wird halt immer auch nur von Waffendrops geredet. Ich meine, grundsätzlich ist das ja auch das Einzige, was die Leute wirklich interessiert oder das ist das, was die Leute am meisten interessiert. Aber warum steht das nicht in-game? Ich begreife nicht, warum diese Information so... Also es ist jetzt hier im Discord in einem API-Chat, wo niemand reinguckt, der sich nicht für die API interessiert. Also diese Nachricht haben wahrscheinlich 50 Leute gelesen und 49 davon haben sie nur zufällig gelesen, weil sie eigentlich nach was anderem geguckt haben wahrscheinlich. Also es ist insane, muss man wirklich sagen. Ich verstehe nicht, warum man aus allem bei Flive immer ein Geheimnis machen muss.
Weil das auch Sachen sind, die kannst du ja gar nicht herausfinden. Wie sollst du sowas jemals herausfinden? Also man könnte immer noch dieses Argument bringen, so, ja, man soll ja nicht immer alles wissen und manche Sachen soll man sich ja selber erarbeiten oder erschließen. Aber wir reden hier von Werten, von Drop-Raten. Das kann man sich nicht erschließen. Wie soll ich ihn das jemals rausfinden? Ich kann ihn dann schon 25.000 Mal machen und dann weiß ich immer noch nicht, was die Drop-Rate ist. Das kann man sich nicht erschließen. Das muss einem jemand sagen. Absoluter Wahnsinn. Ja, und dann beende ich das Video noch mit der Aussage, also ich habe schon ein paar Videowünsche quasi zum neuen Update bekommen. Aber ihr müsst verstehen, es ist halt echt schwierig für mich, oder generell auch als Content Creator allgemein, ich denke, da spreche ich auch für Kollegen. Es ist echt schwierig, weil zum Beispiel jetzt gab es ja heute Patch Notes, wo die HP der Monster drastisch verändert wurden. Und klar, solche Patches finden jetzt nicht jede Woche statt oder nicht alle 2 Wochen, wobei die nächste Zeit vermutlich schon, stark davon auszugehen. Und das ändert halt alles. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Guide gemacht hätte, HP pro XP etc., ja, der wäre jetzt schon wieder outdated. Den müsste ich jetzt schon wieder komplett neu machen. Ja? Und das ist halt unfassbar schwierig. Also jetzt irgendwie was zu machen, Skills werden sich wöchentlich ändern, Schaden wird sich ändern, Dungeons, alles wird sich jederzeit ändern. Also es ist momentan echt schwierig, da wirklich die Zeit zu investieren, nur damit es ein paar Tage später wertlos ist, weil alles anders ist. Deswegen bitte ich euch um Geduld. Ich denke, ja, aussagekräftige Videos, Guides etc. kann ich leider erst zu einem etwas späteren Zeitpunkt anbieten. Ich schätze mal Mitte bis Ende des Monats so. Würde ich auf jeden Fall noch abwarten. Und ja, dann so Weihnachten, Winterferien, denke ich mal, kann man sich mal ransetzen und so die grundlegendsten Themen bequatschen und testen und aufzeigen und so weiter und so fort auswerten. Bis dahin, wie gesagt, hoffe ich auch, dass sich noch viel ändern wird, weil manche Sachen passen ja auch momentan überhaupt nicht und so. Also ist ja auch gut, dass jetzt relativ viel noch sich ändert, weil in dem aktuellen Zustand ist es ja nicht so gut. Aber ich meine nur, deswegen ist es halt einfach blöd. Also mit HP der Monster hätte ich eigentlich schon auf den Testserver machen können. Da hat sich ja aber noch was geändert von den XP her. Das heißt, das wäre auch hinfällig gewesen. Und jetzt eine Woche später haben sich die HP der Monster nochmal geändert. Also es ist unfassbar schwierig da. Und es ist halt echt ärgerlich, wenn du so viel Zeit investierst, du hockst dich da irgendwie eine Stunde hin, rechnest da rum im Taschenrechner oder was auch immer. Und dann kommt ein Update und musst alles nochmal rechnen. Also das ist schon mies. Und ich meine, ich werde dafür ja auch nicht direkt bezahlt, sage ich mal. Deswegen ist das ja wirklich auch ein Hobby und deswegen probiere ich meine Zeit so effektiv wie möglich einzuteilen. Und ja, wie gesagt, wenn du das dann alles umsonst gemacht hast, ist das schon ein bisschen ärgerlich. Weil das Video dann im Endeffekt ja auch seine Aussagekraft verliert und eigentlich müsstest du es fast löschen, weil es dann nur die Leute verwirrt, weil sie sich denken, hey, die Monster haben doch gar nicht die HP-Werte und so weiter. Also schwierig. Ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über einen Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Fly Universe Video wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.